Wenn ihr mich fragt, dann hat sich für mich kaum eine Anschaffung der letzten Jahre so sehr gelohnt wie die meiner Drohne. Ich persönlich liebe ja Luftbildaufnahmen und so ist die Drohne seit dem Frühjahr 2019 fester Bestandteil meines Gepäcks. Ob über Irlands grünen Wiesen, den kargen Felsen des Nordkaps oder den endlosen Wäldern Schwedens, seitdem ist eine Reise ohne Luftaufklärung für mich undenkbar. So war sie auch während unserer Tour durch den Schwarzwald und entlang der Deutschen Alpenstraße natürlich mit dabei. Diese Tour ist zwar zu Ende, ich möchte die Drohnenaufnahmen aber nutzen, um mit euch zusammen nochmal die schönsten Episoden der Reise zu erleben. Also willkommen zu diesem letzten Video zur Tour, ausschließlich mit Drohnenaufnahmen und in dieser Form auch zum ersten Mal von mir kommentiert. Beginnen wir unsere Reise am höchsten Punkt der gesamten Tour, der Alpspitze. In gewisser Weise haben die Alpen das geschafft, was dem Schwarzwald wohl für immer verwehrt bleiben wird, den Titel eines Hochgebirges. Denn während der Schwarzwald als Deutschlands höchstes Mittelgebirge bereits mit stattlichen Höhen aufwarten kann, so kommt er doch nicht an die höchsten Gipfel Deutschlands heran, die allesamt in den Alpen liegen. Auch wenn der höchste Berg Deutschlands, die Zugspitze, es trotz seiner fast 3000 Meter im Vergleich mit seinen Geschwistern nicht einmal ansatzweise unter die Top 10 schafft, sondern nur auf Platz 21. Der Mont Blanc als höchster Berg unseres Kontinents sagt an dieser Stelle Bonjour von seinem nochmal über 1,6 Kilometer höher gelegenen Gipfel. Aber das macht mir persönlich nichts. Denn obwohl ich gerne weite Aussichten vom Berg genieße, so fühle ich mich doch in großen Höhen generell unwohl. Und da kamen mir natürlich die vielen tollen Aussichtspunkte des Schwarzwaldes gelegen, die ich bequem vom Rand des Waldes oder von einem wesentlich niedrigeren Aussichtsturm aus genießen konnte. Und hier hat der Schwarzwald einen entscheidenden Vorteil. Denn durch die niedrigeren Erhebungen entsteht zumindest für mich ein größeres Gefühl der Weite der Landschaft gegenüber den krassen Höhenunterschieden der Alpen. Aber immerhin. Die höchsten Gipfel des Schwarzwaldes tragen bereits den Berg im Namen und sind so hoch, dass sie regelmäßig in den tief hängenden Wolken verschwinden und auch als Wetterscheide fungieren. Und während man für viele Touristenmagnete der Alpen erst eine lange Wanderung oder eine Fahrt mit der Seilbahn auf sich nehmen muss, um in entsprechende Höhenlagen zu kommen, kann man den Feldberg und seine Wasserfälle auch noch relativ bequem zu Fuß erobern. Wo hohe Berge den Weg versperren, da hat man die Möglichkeit, entweder durch einen Tunnel auf die andere Seite zu gelangen oder aber den kurvenreichen Weg über einen Pass zu fahren. Auf unserer Tour entlang der Deutschen Alpenstraße haben wir zwei bekannte Passstraßen überquert, den Oberjochpass und den Sudelfeldpass. Beide Straßen sind sehr ähnlich und gleichzeitig doch so unterschiedlich. Während der Sudelfeldpass über weite Strecken sehr malerisch durch die Berge führt und dabei weite Blicke ins Land bietet, die man auf langen Geraden mit Blicken nach rechts und links auch wirklich genießen kann, so steppt auf dem Oberjochpass einfach nur der Bär. Doch nicht nur der viele Verkehr, auch die vielen Kurven lassen einen Genuss der Landschaft kaum zu, lasst eure Augen stattdessen lieber auf der Straße. Landschaftsliebhaber kommen also eher am Sudelfeldpass zum Zug, Hobbyrennfahrer und solche, die es noch werden wollen, werden hingegen eher den Oberjochpass und seine 106 zum Teil sehr engen Kurven genießen. Kein Pass im eigentlichen Sinne, aber trotzdem mit einem vergleichbar ist die Rossfeld-Panoramastraße. Wenn ihr wie wir die Alpenstraße von West nach Ost fahrt, dann ist die B999 das grande Finale eurer Reise. Wir haben hier Glück im Unglück. Das unbeständige Wetter taucht die Berge und Täler rund um diese Privatstraße des Bundes in ein dramatisches Licht. Ich wollte hier mit meiner Drohne im Sportmodus, in der sie bis zu 50 km/h schnell fliegen kann, die knapp 2 Kilometer bis rüber zum Kehlsteinhaus fliegen. Aber Gegenwind und Regen wollten es an diesem Tag einfach nicht zulassen, auf halber Strecke musste ich umkehren. Diese Aufnahme hier läuft übrigens mit 5-facher Geschwindigkeit.
Der Sportmodus der Drohne war auch am Bindeglied unserer beiden Tourabschnitte Schwarzwald und Alpenstraße sehr hilfreich, dem Bodensee. Ich bin morgens extra früh aufgestanden, um den ganzen See für mich zu haben und dann den weiten Weg vom Campingplatz bis rüber zur Insel Lindau geflogen. Auf dem Rückweg gab es noch ganz feine Aussichten auf die österreichische und schweizerische Seite des Sees inklusive der Rheinmündung. Bis zur Spitze der Rheinmündung kann man übrigens spazieren gehen und just in diesem Moment der Aufnahme habe ich mir auch vorgenommen, das irgendwann mal zu machen. Aber kehren wir noch einmal zum Schwarzwald zurück. Denn seit dieser Tour gehört für mich auch der Kaiserstuhl irgendwie zum Schwarzwald dazu. Ich erwähnte es in der Doku ja auch bereits, noch nie habe ich einen so rasanten Landschaftswechsel erlebt wie hier. Innerhalb Deutschlands zumindest, denn in Schweden kann man sowas quasi alle paar Kilometer erleben. Eben noch im Schwarzwald von der einen Höhe zur nächsten gekurbelt, findet man sich plötzlich in der fast absolut flachen Rheinebene wieder, ehe es hinter der nächsten Kurve wieder in die Weinberge des Kaiserstuhls geht. Wir haben auf unserer Tour nur einen kleinen Teil des Kaiserstuhls besuchen können, aber hierhin werde ich definitiv auch noch einmal zurückkehren. Beim nächsten Mal dann aber nicht in Motorradkombi, denn während unseres Besuchs war es so drückend heiß, dass selbst eine Frostbeule wie Kati ins Schwitzen kam. Und das will was heißen. Aber genug zwischen den beiden Regionen unterschieden. Was glaubt ihr, haben die Alpenstraße und der Schwarzwald gemein? Genau, einige herausragende Bauwerke, die wir auf unserer Tour bestaunen durften. Angefangen mit Schloss Herrenchiemsee, einem der vielen Spielzeuge von Bayerns vorvorletztem König Ludwig II. Zugegeben, ein Auge für schöne Fleckchen Erde hatte er ja. Und eine eigene Insel hätte ich auch gerne, auch wenn mein Architekturstil wahrscheinlich ein etwas anderer wäre. Ja, dann ist da natürlich noch das richtige Lieblingsspielzeug von Ludwig II., mit dessen Kommentierung in der Reisedoku ich sicher den einen oder anderen in der Gegend verärgert haben dürfte. Grüße aus dem Rheinland, lasst euch von mir nicht ärgern. Lieber schnell mit der Linachtalsperre vom Thema ablenken. Guckt mal, ist das nicht eine komische Form für einen Staudamm? Dachten wir uns auch, deswegen sind wir da mal hingefahren. Bemerkenswert, dass ein eigentlich recht dünnes Mäuerchen aus Beton durch diese tribünenartige Bauform in der Lage ist, den enormen Wasserdruck auszuhalten, der seit den 1920ern anklopft. Und Drohnen, Wasserlinien, Überflugaufnahmen gehen immer. Und was haben diese beiden alten Gerümpel gemeinsam? Genau, stehen hoch oben auf dem Berg. Die Burgruine Falkenstein im Allgäu und die Burgruine Hohengeroldseck im Schwarzwald. Aber während Hohengeroldseck auch bei warmem Wetter gerade noch so erreichbar war, ohne unterwegs ein Sauerstoffzelt zu benötigen, haben wir Falkenstein nur mit der Drohne erkundet, denn über 1200 Meter wollten wir am heißesten Tag unserer Tour nicht hinauf. Und damit geht diese Tour endgültig zu Ende. In 10 Episoden haben wir es von Pforzheim durch den Schwarzwald und vom Bodensee einmal die komplette deutsche Alpenstraße entlang geschafft. Es folgt lediglich noch ein kleines Schmankerl für euch. Wie auch bei der Nordkap-Tour habe ich euch aus allen 10 Teilen der Reise eine komplette Reisedoku geschnitten. Ich hoffe sehr, dass die bei euch genauso viel Anklang finden wird wie auch die Nordkap-Tour. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr wahrlich ein Freund von Drohnenaufnahmen. Danke euch! Während ich dann mal versuche, die Drohne trotz stärkerer Seitenwinde manuell auf einer kleinen Fläche zu landen, lasst mich euch noch herzlich für eure Aufmerksamkeit danken. Es freut mich, alle 14 Tage aufs Neue eure vielen positiven Rückmeldungen zu lesen und dass es euch auf Reisen anscheinend genauso viel Spaß macht wie mir. Danke euch fürs Mitfahren und damit bis zur nächsten Tour.